Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Knotensweater hier ganz einfach ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal und ein Maßband zum Abmessen, Stecknadeln und Stoffklemmen zum Fixieren, ein Rollschneider, ein Stift zum Aufzeichnen, ein Jersey-Stoff, ich habe hier einen schönen Waffel-Jersey und zu guter Letzt eine Vorlage. Hier am besten einen Pullover nehmen, der euch ganz gut passt. Dieser sollte unten etwas weiter ausgestellt sein und nicht zu eng anliegen. Den Jersey-Stoff habe ich mir jetzt hier rechts auf rechts im Stoffbruch zusammengelegt. Den Pullover habe ich in der Mitte bündig gefalten und an die Stoffkante gelegt und mit Nähgewichten fixiert. Wir pausen uns hier zunächst einmal die Vorderseite ab, indem wir mit dem Stift an den Konturen entlang fahren. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr wirklich einen Pullover oder eine Vorlage wählen solltet, die unten halt etwas weiter ausgestellt ist, da wir später durch den Knoten etwas an Weite verlieren und der Pullover unten sonst zu eng wird. So, jetzt messe ich mir hier unten zunächst einmal die Länge für den Knoten aus. Das sind bei mir hier 22 cm. Genau, hier nehme ich dann noch 5 cm hinzu. Das macht bei mir 27 cm in der Länge. Und hier setze ich mir erstmal eine Markierung. So, dann brauche ich ja noch eine Breite für den Knoten. Da dieser doppelt umgeschlagen wird, nehme ich hier 10 cm. Mache mir hier auch eine Markierung und genau, zeichne das dementsprechend. So, wenn ihr das dann habt, dann sollte dort unten halt so ein Rechteck zu sehen sein, in meinem Fall mit einer Länge von 27 cm und einer Breite von 10 cm. So, dann kann die Vorlage erstmal wieder entfernt werden. Ich zeichne mir hier noch den Halsausschnitt ein, das mache ich ganz einfach per Hand. Zum Schluss muss noch die Nahtzugabe hinzugefügt werden. Hierzu habe ich mir 2 Stifte aneinander gebunden. Die Minen haben genau einen Abstand von 1 cm. Hier fahre ich jetzt an der gezeichneten Linie entlang und der andere Stift zeichnet mir sozusagen die Nahtzugabe ein. Wenn ihr die Nahtzugaben eingezeichnet habt, dann könnt ihr das Ganze ausschneiden. Mit dem Rückteil verfahrt ihr ganz analog, nur dass hier unten dieses Rechteck nicht mitgezeichnet wird. Für den Ärmel habe ich mir auch 2 Stoffteile rechts auf rechts übereinander gelegt. Den Ärmel habe ich mit Nähgewichten fixiert und hier zeichne ich zunächst die Konturen des Ärmels ab. Im Anschluss können die Nähgewichte entfernt werden. Ihr solltet euch immer noch raufschreiben, welchen Teil des Ärmels ihr gerade abgepaust habt. Bei mir war das jetzt das Vorderteil. So, dann nehmt ihr oder dreht den Ärmel einfach um und legt die Rückseite bündig an die eben gezeichnete Linie. Fixiert das Ganze wieder mit Nähgewichten und paust auch diese Seite einmal ab. Wenn ihr alles abgepaust habt, dann können die Nähgewichte und die Vorlage entfernt werden. Ihr solltet euch noch aufschreiben, dass das jetzt hier der hintere Ärmel war. Dann benötigen wir für die Ärmel noch eine Saumzugabe und die Nahtzugabe. Die Saumzugabe zeichne ich hier unten ein. Das sind bei mir immer so 2 bis 3 cm. Genau, und die Nahtzugabe zeichne ich wie vorhin ein mit den beiden Stiften. Beim Vorderteil müsst ihr jetzt noch Folgendes machen. Unser Rechteck hat ja eine Breite von 20 cm, wenn wir das aufklappen. Hier messe ich mir jetzt die 10 cm oben und unten ab, ziehe eine Linie und schneide das Ganze dann durch.
So sollte das dann aussehen. Damit das Ganze später nicht so unter Spannung steht, schneide ich an den Seiten noch 5 cm ein. Wenn ihr dann alles ausgeschnitten habt, solltet ihr ein Rückteil, ein Vorderteil und 2 Ärmel vorliegen haben. Die Ärmel können wir erstmal beiseite legen. Das Vorderteil und das Rückteil legen wir rechts auf rechts übereinander, fixieren das Ganze einmal und nähen mit einem geraden Stich die Schultern zusammen. Fertig genäht sollte dann das Ganze so aussehen. So, jetzt nehmen wir uns die Ärmel vor und zwar legen wir diesen mit der richtigen Seite rechts auf den Pullover. Hierzu fixiere ich erst die Mitte mit der Schulternaht, anschließend die beiden Seiten und dann nochmal ein paar Mal zwischendrin mit Stecknadeln. Auf der anderen Seite macht ihr das dann ganz analog. Im Anschluss kann dann zusammengenäht werden und zwar nähe ich hier mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hier meine normale Nähmaschine und den Zickzackstich. Die Ärmel sind nun angenäht. Jetzt wenden wir das Ganze wieder auf links und nähen die Seiten zusammen. Hierbei fixieren wir zunächst die Achselnähte. Hier solltet ihr darauf achten, dass auch wirklich Naht auf Naht liegt. Genau, stecken alles zusammen und nähen dann hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hierfür wieder den Zickzackstich. Als nächstes sind hier unten die Rechtecke dran. Diese falten wir uns einmal mittig und stecken diese mit Stoffklemmen zusammen. Im Anschluss werden beide Teile über Kreuz gelegt und mit der offenen Seite dann wie folgt mit dem Pullover fixiert. Wir haben jetzt hier auf den Seiten etwas mehr, als wir eigentlich brauchen. Das ist aber nicht schlimm, das wird dann später gekürzt. Ihr näht das Ganze jetzt hier mit einem dehnbaren Stich an. Am Knoten selber näht ihr nicht und auch bitte nicht komplett bis zur Seitennaht nähen. Also von der Seitennaht ca. 8 cm noch freilassen. So sollte dann das Ganze aussehen, wenn es angenäht ist. Also wie gesagt, bitte nicht bis zur Seitennaht nähen. Ich habe hier 8 cm freigelassen. So, jetzt müssen wir uns noch die Rückenlänge für das hintere Bündchen ausmessen. So, das macht jetzt hier bei mir 40 cm. Hier schlage ich aber nochmal 4 cm in der Länge drauf. Also schneide ich mir einen Streifen zu, der eine Länge von 44 cm hat und die gleiche Breite hat wie das vordere Bündchen, also 10 cm. Den Streifen habe ich mir hier bereits schon zugeschnitten. Diesen falte ich einmal in der Mitte und fixiere ihn mit Stoffklemmen an den Pullover. Hier sollten auch die Enden etwas überstehen. So, die Enden werden jetzt so übereinander gelegt, dass das der Länge sozusagen des Pullis entspricht. Die Enden werden dann im Anschluss mit einem Gradstich zusammengenäht und genau, diese neu entstehende Naht sollte dann sozusagen genau auf die Seitennaht treffen. Also sozusagen auf gleicher Höhe sein. Ihr markiert euch das am besten mit Stoffklemmen oder Stecknadeln. Also wie gesagt, hier einfach mit Stecknadeln oder Stoffklemmen fixieren, dann mit einem geraden Stich entlang nähen und anschließend aber nochmal kontrollieren, ob auch alles auf Höhe genau der Seitennaht ist.
Auf der anderen Seite habe ich das dann so gemacht, dass ich mir auf den beiden Streifen die Seitennaht mit dem Stift markiert habe, also wo die liegt, und diese dann zusammengesteckt habe. Das macht sich einfacher. Auch hier wird nochmal kontrolliert, ob alles auf Höhe der Seitennaht liegt. Falls ja, dann wird das Ganze mit einem Gradstich erstmal zusammengenäht. So, wenn ihr das dann auf beiden Seiten zusammengenäht habt, dann könnt ihr das zusammenklappen, dann rechts auf rechts an dem Pullover fixieren. Also wie gesagt, die Naht sollte hier auf die Seitennaht des Pullovers treffen und dann näht ihr den Rest des Bündchens auch wieder mit einem dehnbaren Stich fest. Ich verwende hierfür wieder den Zickzackstich. So, fertig angenäht sollte dann das Ganze so aussehen. Jetzt benötigen wir noch ein Bündchen für den Halsausschnitt. Hierzu messe ich mir zunächst den Umfang aus. So, mein Halsausschnitt hat hier einen Umfang von 63 cm. Da der Stoff hier nicht so stark dehnbar ist, soll mein Bündchen eine Länge von 60 cm haben und in der Höhe schneide ich dann 6 cm zu. Ich habe mein Bündchen hier bereits schon zugeschnitten. Wie gesagt, es hat eine Länge von 60 cm und eine Höhe von 6 cm. Ich habe mir das hier schon zu einer Schlaufe mit einem Gradstich zusammengenäht und in der Mitte einmal gefalten. So, jetzt mache ich Folgendes, und zwar, um das Bündchen später besser annähen zu können, teile ich es in 4 gleich große Abschnitte ein, und zwar setze ich mir hierfür Knipse. Das gleiche mache ich dann auch am Pullover. Das Bündchen wird nun rechts auf rechts am Pullover fixiert. Hierbei fixiere ich zuerst die Naht des Bündchens auf die hintere Mitte des Pullis. Genau, anschließend fixiere ich an den anderen Stellen. Im Anschluss wird das Bündchen leicht gedehnt angenäht. Ich nähe hier mit meiner Overlock-Maschine, ihr könnt aber auch gern die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach wieder einen Zickzackstich einstellen. So sollte es dann aussehen, wenn das Bündchen angenäht ist. Ich mache jetzt hier noch Folgendes, und zwar gehe ich hier ringsherum noch mit meiner Nähmaschine mit einem geraden Stich lang und steppe das Ganze ab. Des Weiteren müssen ja die Ärmel noch gesäumt werden. Hierzu hatte ich ja eine Saumzugabe von 2 cm zugegeben. Diese klappe ich mir nach innen, stecke das Ganze fest und säume das von außen dann mit meiner Zwillingsnadel. Ja, das sieht dann immer ganz schön aus. Ja, und dann ist der Pullover auch schon fertig. Ja, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Also ich finde, der ist echt super geworden. Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Staff Mieze.